Es ist der 14. Februar 1939. Nach dreijährigen Planungs- und Konstruktionsarbeiten und weiteren 2,5 Jahren Bauzeit wird der Stapellauf des größten Kriegsschiffs der deutschen Marine gefeiert, der Bismarck. Der Bau dieses Schiffes war genauso schwierig wie sein kurzes Leben. Gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrages wurde Deutschland nur Kriegsschiffneubauten von maximal 10.000 Tonnen gestattet. Erst das deutsch-britische Flottenabkommen vom Juni 1935 erlaubte eine Standardverdrängung von 35.000 Tonnen. Doch dies wurde ignoriert. Schließlich sollten es knapp 50.000 Tonnen werden und damit das größte Kriegsschiff seiner Zeit. Die Konstruktionen zielten von Anfang an auf eine Verdrängung von mindestens 41.000 Tonnen ab. Zur Kiellegung im Juli 1936 galt Frankreich als der wahrscheinlichste Gegner. Aus diesem Grunde orientierte man sich zunächst an dem französischen Schlachtschiff Dünkirchen. Vom Stapellauf bis zur Indienststellung am 24. August 1940 wurde der Koloss zu einem Schlachtschiff der Superlative ausgebaut. Die Bismarck war für den Einsatz im Nordatlantik vorgesehen und sollte jedes gegnerische Schiff in jeder Hinsicht in den Schatten stellen. Seiner über 2200 Mann starken Besatzung sollte das modernste Kriegsschiff zur Verfügung gestellt werden. Imposant waren schon die Abmessungen der Bismarck. Mit einer Länge von 251 Metern und einer Breite von 36 Metern betrug ihr Tiefgang nur maximal 9,90 Meter. Ihre 8 38 cm Kanonen in 4 Zwillingstürmen installiert, waren die größten bis dahin auf einem deutschen Kriegsschiff montierten Geschütze. 4 Bordflugzeuge, zahlreiche kleinere Kanonen und die qualifizierte Besatzung machten das riesige Schiff zu einer schwimmenden Festung. Die Flugabwehrkanonen der Bismarck waren unterschiedlicher Art und hatten verschiedene Reichweiten. Es wurden die Kaliber 10,5 cm, 3,7 cm und 2 cm verwendet. Die Bismarck sank bereits am 27. Mai 1941. Dabei hatte die Kriegsmarine Großes vor mit der Bismarck. Sie sollte auf Fahrt in den Atlantik gehen und die für Großbritannien lebenswichtigen Versorgungskonvois bekämpfen und England in die Knie zwingen. U-Boot auf Feindfahrt im Atlantik. Wieder ist eine Geleitzugschlacht beendet. Eins der beteiligten Boote muss neu versorgt werden. Wann ist der Versorger zu erwarten? Nach unserer Berechnung in wenigen Minuten. Da, an der Kim ist er schon. England sollte isoliert werden. Diese Aufgabe hatten vor allem U-Boote übernommen, die schnell und häufig unbemerkt angreifen und versenken konnten. Hinzu kam im Jahre 1940, dass die Versorgungskonvois in Richtung Großbritannien nur schwach eskortiert wurden. England war an der Norwegen-Invasion gescheitert und die meisten Schiffe lagen in den Reparaturdocks. In dieser Zeit hatten die deutschen U-Boote leichtes Spiel. Dieser Zeitraum wurde von der Kriegsmarine als erste glückliche Zeit beschrieben. Förderschläuche verbinden die Boote. Leitung anschließen! Die Leitung ist angeschlossen. Alles klar. Das Öl läuft. Zu gleicher Zeit werden auch andere Verbrauchsstoffe übernommen.
destilliertes Wasser für die Batterien, Büchsengemüse, auch Bohnenkaffee gibt es wieder, Tubenkäse und Aale. Mit dem Ladebaum werden die Torpedos an Bord genommen und ins Boot geführt. Die Versorgung ist beendet. Der Bordarzt verabschiedet sich. Er hat inzwischen die Besatzung betreut. Tran und Helle haben neuen Stoff. Die Diesel können wieder laufen. Ein warmes Bad nach schwerer Arbeit. Smutje hat frische Eier bekommen. Für jeden gibt es ein paar Eierkuchen. Smutje ist ganzer Stolz. Der Letzte. Die Jagd kann weitergehen. Die Freiwache unterhält sich auf ihre Weise. Auch Fridolin dümpelt im schweren Seegang. Ein König geht über Bord. Sonne verschwindet am Horizont. In der Regenböe die Aufbauten eines Frachters. Tauchen! Auf Gefechtsstation! Das Boot pendelt durch und geht auf Seerohrtiefe. Angriffsseerohr der Brite. Es muss ein Nachzügler des verfolgten Geleitzuges sein. Die Waffe ist scharf. Schuss! Schuss! Torpedos laufen! Einer hat gesessen. Beide Maschinen, große Fahrt voraus. Auftauchen. Der Frachter brennt. Seine Fassladung mit Treiböl steht in Flammen. Mit hoher Fahrt geht es dem gejagten Geleit weiter nach. Die Schlacht im Atlantik geht weiter. Doch schon ab Winter 1940/41 erschwerte das Wetter erfolgreiche Überwasserangriffe und die britische Flotte wurde wieder stärker und moderner. So setzte vorübergehend auch die deutsche Marine vermehrt auf den Einsatz von Kriegsschiffen. Die Personalstärke der Kriegsmarine wuchs von anfangs rund 15.000 auf über 78.000 Mann an. Die Bekämpfung von Geleitzügen stand im Mittelpunkt der Aktivitäten der Kriegsmarine, wie dieser Wochenschaubericht dokumentiert.
Mit der Bismarck sollte nun ein neues Kapitel geschrieben werden. Dies wurde schon durch den Stapellauf deutlich. Die Straßen sind mit Flaggen geschmückt, tausende Zuschauer drängen sich am Hamburger Hafen, die ganze Stadt feiert mit. Auch Hitler reist nach Hamburg und erklärt den Stapellauf zum Staatsakt. Er hält eine Festrede, in der er die Bedeutung Bismarcks würdigt und die künftige Schiffsbesatzung dazu ermutigt, in Stunden schwerster Pflichterfüllung, sollte es zu diesen kommen, ganz im Geiste des alten Kanzlers zu handeln. Auch Großadmiral Erich Raeder hält eine Rede, in der er vor allem dem Führer dankt. Dorothea von Löwenfeld, eine Enkelin Otto von Bismarcks, führt die Taufzeremonie durch. Den Namen Bismarck erhält das Schiff auf Wunsch Erich Raeders. Gründe hierfür gibt es einige, denn Hamburgs Geschichte ist mit dem Namen Bismarck eng verknüpft. Hamburg sollte erst durch Bismarcks Reichsgründung wieder einen Aufschwung und eine wirtschaftliche Bedeutung als nunmehr größter deutscher Hafen erfahren. Außerdem hat Bismarck seine letzten Lebensjahre in der Nähe von Hamburg in Friedrichsruh verbracht. Hinzu kommt, dass Bismarck den Ausbau der deutschen Flotte stark gefördert hat, auf Anraten des Großadmirals Alfred von Tirpitz, nachdem das Schwesternschiff der Bismarck benannt ist. Am 24. August 1940 findet ein weiterer Festakt statt, die Indienststellung, also die Jungfernfahrt der Bismarck. Hierbei tritt die gesamte Besatzung von über 2000 Mann an. Darunter ist der Kommandant Kapitän zur See Ernst Lindemann sowie der Flottenchef Admiral Günther Lütjens. Das Schiff ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz fertig. Noch sind alle begeistert und ergriffen, auf diesem gewaltigen Kriegsschiff Dienst tun zu können. Keiner ahnt, wie kurz das Leben der Bismarck währen soll. Bei der Bismarck wurde auf die Panzerung großer Wert gelegt. Sie sollte als unsinkbar gelten. So wurden als Panzerungsmaterialien zum größten Teil Wotan hart und Wotan weich verwendet. Nur die Seitenpanzerung, Panzerquerschutz sowie die schweren und mittleren Türme einschließlich ihrer Barbetten und die Kommandostände bestanden aus KCNA-Panzerung. Wotan hart und Wotan weich hatten gegenüber den bisherigen Panzerungen eine höhere Festigkeit und eine große Zähigkeit. Ein weiterer Vorteil war, dass sie sich leicht elektrisch schweißen ließen. Das Oberdeck wurde teilweise mit einer 50 bis 80 mm starken Wotan-Hart-Panzerung versehen. Zum besseren Schutz waren die Ruderanlagen mit einem zusätzlichen 120 bis 150 mm starken Panzer ausgerüstet.
Die stärkste Panzerung besaß jedoch der vordere Kommandostand mit 350 mm, sowie die schweren Türme mit 360 mm Stirnpanzerung und die Barbettenpanzerung mit bis zu 340 mm. Somit war die Bismarck tatsächlich eines der am besten gesicherten Kriegsschiffe, und die Mannschaft bereitete sich auf ihre Einsätze vor. Alle Maschinen geringste Fahrt voraus! Entscheidend für ein Schiff dieser Größe war auch der Antrieb. Es kam eine Hochdruck-Heißdampfanlage zum Einsatz, da diese die notwendige Leistung erbringen konnte und zudem gewichts- und platzsparend war. Das wichtigste Auswahlkriterium lag jedoch darin, dass diese Technologie sofort verfügbar war und vor allem nahezu störungsfrei arbeitete. Die 12 Wagner-Hochdruckkessel wurden in 6 Kesselräumen, je 3 nebeneinander in 2 Reihen hintereinander aufgestellt. Die Kessel waren mit einem Luft- und Speisewasservorwärmer ausgestattet und hatten einen Betriebsdruck von 55 Atü bei 450 Grad Heißdampftemperatur vor dem Turbineneintritt. Anton, Sophie, ab, Karl, Anton, Nanni, ab, Dora, Otto, Cäsar, Hans, ab. Wie auf modernen Kriegsschiffen auch, so war die Bismarck mit allem ausgestattet, was man zum Leben an Bord braucht. Diese dokumentarischen Aufnahmen zeigen dies. Sicherheitsventil. Weg an das Sicherheitsventil. Maschinenoberfreiter einfach. Es schützt im Kessel vor Überdruck. Wie arbeitet das Sicherheitsventil? Maschinenoberfreiter rechts. Der Dampfdruck hebt den Kegel gegen den Druck der Feder. Wo sitzt das Sicherheitsventil? Maschinenoberfreiter Herzog. Auf der Obertrommel des Kessels. Wie viele Sicherheitsventile hat der Kessel? Maschinenoberfreiter Kesselbaum. Der Kessel hat 2 Sicherheitsventile. Für die Versorgung mit Strom gab es 4 E-Räume, von denen jeweils einer back- und steuerbordseitig neben dem hinteren Turbinenraum sowie neben dem vorne aufgestellten Hilfskessel seinen Platz hatte. Insgesamt verfügte jedes Schiff über 8 Dieselgeneratoren mit je 500 Kilowatt, einem Dieselgenerator mit 550 Kilowatt, 5 Turbogeneratoren mit je 690 Kilowatt sowie einen Turbogenerator mit 460 Kilowatt mit angehängtem 400 Kilowatt Generator. Zusammengenommen ergab dies eine Leistung von 8.860 Kilowatt bei 220 Volt.
gefasst. Mehr rechts, etwas höher. Noch etwas höher. Fest. Einmal Briefpapier. Bitte schön. Ich möchte mir noch ein schönes Buch aussuchen. Schönes Buch, bitte. Räuberroman. Der rote Marschall. Ja, das war nur ein Leben hier. Ein Deutscher geht am Tod vorbei. Das nehme ich, ja. Bitte. Na, wie geht's dir? Der Funkgefreite hat heute seine 4. Fieberspitze bekommen. Temperatur 39,6. Na, schön. Haben Sie noch Schmerzen jetzt? Hey, no, was gab's da? Na, nun geht ja noch gleich die Temperatur runter, ne? Jawohl. Na, wo tut's denn weh? Hier oben rechts. Ja? Na, dann wollen wir mal sehen.
nicht hart, Steuerbord. Schiff dreht an nach Steuerbord. Neuer Kurs 330 Grad. Neuer Kurs 330 Grad. Wo stehen wir, Ostermann? Helgoland in 140 Grad, 15 Meilen ab. Und wo müssen wir jetzt hin? Nach Quadrat 0015. Wie ist der neue Kurs? Neuer Kurs 310 Grad. Und das sind 1 Stunde, 2 Stunden und 30 Minuten. Bleiben Sie mit dem Kartenhaus, Obersteuermann, ich melde zum Kommandanten. Jawohl, Herr Kapitän. Alle Maschinen große Fahrt voraus. Feind in Sicht an Steuerbord. Meldung an Kommandant. Schiff ist gefechtsklar. Meldung an Kommandant. Schiff ist gefechtsklar. Schiff ist gefechtsklar. Danke. Gegner ist abgedrängt.
singen will. Und ein kleines Mädel, das wünscht sich her, so aus, so heiß wie Wind. Und dann schaut hinaus aufs weite Meer, wo fern seine Heimat ist. Das Schicksal der Bismarck erlangte unter dem Begriff Rheinübung traurige Berühmtheit. Am 18. Mai 1941 verließen die Bismarck und die Prinz Eugen unter der Führung des Flottenchefs Admiral Günther Lütjens guten Hafen mit dem Ziel Norwegen. Doch sie wurden von den britenfreundlichen Schweden entdeckt, die die Anwesenheit der beiden deutschen Kriegsschiffe nach London weitermeldeten. Zudem war die britische Admiralität bereits durch das Abhören des Funkverkehrs auf die deutsche Kampfgruppe aufmerksam geworden und eine ausgiebige Luftaufklärung bestätigte das Vorhandensein der deutschen Schiffe. Am Morgen des 24. Mai versuchte der britische Schlachtkreuzer HMS Hood und das neue Schlachtschiff HMS Prince of Wales die deutschen Schiffe abzufangen, aber diese schossen sich bei einer Entfernung von 26,5 Kilometern schnell ein. Bei Island kam es zur größten Seeschlacht seit dem Ersten Weltkrieg. Eine 38 cm Granate der Bismarck traf die Hauptmunitionskammer der Hood, sodass eine riesige Explosion das Schiff in der Mitte zerriss und es innerhalb weniger Minuten sank. Die Briten mobilisierten nach der Versenkung der Hood nahezu die gesamte Home Fleet, um die Bismarck zu vernichten, und Churchill rief: „Es ist egal, wie ihr es macht, aber versenkt die Bismarck." Da die britischen Schiffe langsamer als die Bismarck waren, konnte man nur auf das Abfangen durch die vor Gibraltar operierenden Schiffe der Force H hoffen, die nach Norden in Marsch gesetzt wurden. Die der Bismarck am nächsten stehende britische Kampfgruppe war jedoch Taveys eigenes Geschwader. Auch die Bismarck hatte 3 Treffer erhalten, wobei einer einen der Ölbunker getroffen hatte, was einen Verlust an Treiböl zur Folge hatte. Lütjens ließ aufgrund dieses Treffers die Geschwindigkeit verringern. Die Fühlung brach am 25. Mai gegen 4 Uhr ab. Von nun an wusste die britische Flotte nicht mehr, wo die Bismarck stand. Erst 30 Stunden nach Verlust der Fühlung wurde die Bismarck durch ein Catalina-Flugboot wiederentdeckt und ihre Position gemeldet. Admiral Tavey musste feststellen, dass es für ihn keine Möglichkeit gab, die Bismarck noch zu stellen, wenn nicht ihre Geschwindigkeit gesenkt oder sich ihr Kurs ändern würde. Das einzige Großkampfschiff in Reichweite der Bismarck war die Renown, die jedoch alleine zu schwach für einen erfolgreichen Kampf war. Einzige Chance waren die Torpedoflugzeuge der Ark Royal.
Der erste Angriff endete fast in einer Katastrophe, da die Flugzeuge fälschlicherweise die Sheffield angriffen und diese den anlaufenden Torpedos nur mit Mühe ausweichen konnte. Der zweite Angriff fand dann das richtige Ziel. Zwei Torpedos trafen gegen 20 Uhr am 26. Mai die Bismarck, von denen einer die Ruderanlage beschädigte und das Schiff quasi manövrierunfähig machte. Nur mit den Schrauben steuernd lief das deutsche Schlachtschiff in nordwestliche Richtung und damit der King George V., zu der sich in der Zwischenzeit die Rodney gesellt hatte, vor die Rohre. Am 27. Mai um 9 Uhr morgens stellten die beiden britischen Schlachtschiffe die Bismarck, die in dem folgenden Kampf keine Chance mehr hatte. King George V. und Rodney erzielten Treffer um Treffer auf der Bismarck, bevor sie aus Treibstoffgründen das Gefecht abbrach. Tovey gab dem schweren Kreuzer Dorsetshire den Befehl, der Bismarck den Fangschuss zu geben. Um 10:36 Uhr sank das stärkste Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine. Die Operation Rheinübung hatte ihr Ende gefunden. Es konnten insgesamt 115 Überlebende der Bismarck geborgen werden. An der Jagd waren 8 Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer, 2 Flugzeugträger, 4 schwere und 7 leichte Kreuzer, 21 Zerstörer und 6 U-Boote sowie mehrere landgestützte Flugzeuge beteiligt. An dem Endgefecht beteiligten sich seitens der Royal Navy die Schlachtschiffe Rodney, King George V. und die schweren Kreuzer HMS Norfolk und HMS Dorsetshire. In seinem späteren Abschlussbericht über die Rheinübung schrieb der britische Admiral Tovey: Die Bismarck hat gegen eine riesige Übermacht einen äußerst tapferen Kampf geführt, würdig der vergangenen Tage der kaiserlich-deutschen Marine, und ist mit wehenden Flaggen untergegangen. Hier die Vorkommnisse nochmal in einer grafischen Zusammenfassung. Die Briten planten zunächst, die deutschen Kriegsschiffe Bismarck und die Prinz Eugen am südlichen Ausgang der Dänemarkstraße horizontal abzufangen, um aus dieser Position mit voller Breitseite schießen zu können. Die Briten sahen kein Problem darin, mit der Bismarck fertig zu werden. Schließlich war die Hood das berühmteste Kriegsschiff ihrer Art. Doch die Engländer hatten den Feindkontakt über Nacht verloren und so stehen die Deutschen am nächsten Morgen auf einer ganz anderen Position. Somit sind die Bismarck und die Prinz Eugen deutlich im Vorteil. Sie hatten die Fahrtrichtung des Feindes horizontal gekreuzt. Somit konnte die Bismarck alle Geschütze einsetzen, während die Briten in Kiellinie fahren und nur ihre vorderen Geschütze abfeuern können. Die Hood und die Prince of Wales stoßen von Süden kommend näher, während die Bismarck und die Prinz Eugen ihren Weg kreuzen. Beide Seiten stehen sich nur 21 Kilometer entfernt gegenüber.
Die Briten wissen, dass die Hood vom Steilfeuer gefährdet werden kann und hoffen, dass die Granaten an den massiven Bordwänden weniger Schaden anrichten als auf dem Deck. Deswegen versuchen sie, nahe an die Deutschen heranzukommen, damit diese im Flachfeuer schießen müssen. Doch der Bismarck gelingt der vernichtende Treffer der Hood. Die Bismarck fährt mit dem Ziel Frankreich weiter, während die beschädigte Prince of Wales und die Kreuzer Norfolk und Suffolk folgen. Taveys Verband ist rund 500 Kilometer in östliche Richtung von der Bismarck entfernt. Tavey leitet die Operation persönlich vom Schlachtschiff King George V. aus. Tavey weiß, dass ein schneller Gegenangriff nun nur aus der Luft erfolgen kann, und so steigen Flugzeuge vom Flugzeugträger Victorious aus und beschießen die Bismarck, ohne großen Schaden anzurichten. Admiral Lutyens auf der Bismarck muss nun die britischen Schiffe abschütteln. Er weiß, dass die Gegner in einem Zickzackmuster operieren, um einem möglichen U-Boot-Angriff aus dem Wege zu gehen. Als die Briten nun am weitesten entfernt sind, tritt Lutyens hart Steuerbord, fährt zurück und kreuzt ihr Kielwasser. Die Briten verlieren jeglichen Radarkontakt und entfernen sich von der Bismarck. Verzweifelt versuchen sie, wieder Radarkontakt herzustellen, doch vergebens. Britische Flugzeuge suchen stundenlang das Meer ab, bis sie schließlich die Bismarck entdecken. Rund 1000 Kilometer von der französischen Küste entfernt. Admiral Torreys Verband folgt der Bismarck rund 200 Kilometer nördlich. Er muss die Bismarck beschädigen, um sie einholen zu können. Hierfür ist nun die von Süden hinzukommende Force H vorgesehen. Zu ihr gehört auch ein Flugzeugträger. Von hier aus nehmen nun 15 Saltfish-Torpedobomber Kurs auf die Bismarck und nehmen sie unter Beschuss. Die Bismarck wird getroffen und ist schließlich manövrierunfähig. Das letzte Gefecht steht bevor. Tavey will Lutyens zwingen, sein Feuer auf mehrere Schiffe zu verteilen. Dann sollen seine Schiffe beidrehen und der Bismarck den Todesstoß versetzen. Die Rodney eröffnet das Feuer, dann die King George. Die Bismarck hat gegen den gewaltigen Beschuss keine Chance und Tavey schickt die Dorsetshire, um die Bismarck zu versenken. Noch ehe die Bismarck sich selbst versenken kann, feuert sie 3 Torpedos auf die Bismarck, die nach Backbord kentert und schließlich sinkt. Von der 2092 Mann starken Besatzung der Bismarck überleben nur 115. Unter den Toten sind Admiral Lutyens und Kapitän Lindemann. Der einzige Kampfauftrag der Bismarck dauert nur 215 Stunden. Sie war ein bedeutender Gegner gegen Überwasserschiffe, doch letztlich haben Piloten in schon veralteten Doppeldeckerflugzeugen bewiesen, dass Schlachtschiffe gegen Luftangriffe keine große Chance haben. Damit war die Ära der großen Schlachtschiffe beendet. Die Wehrmacht überließ es fortan den U-Booten, die Geleitzüge anzugreifen. Der legendäre U-Boot-Krieg im Atlantik begann. Diese historischen Aufnahmen der Wochenschau lassen einen erahnen, welche Gefechte sich nun abspielten.